Hi, kennst du das? Du setzt dich an deinen Schreibtisch, schlägst dein Skizzenbuch auf und dann fällt dir plötzlich ein, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich zeichnen möchte. Und da bist du in meinem Video genau richtig, denn ich werde dir heute 10 einfache Tipps geben, wie du dein Skizzenbuch schnell füllen kannst und dich dabei noch produktiv verbessern kannst. Also sei gespannt und bleib dran. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an. Den ersten Tipp, den ich natürlich für dich rausgesucht habe, lautet Fanart. Ich denke, wir alle haben diesen einen Film oder Serie, die wir komplett abfeiern. Und ich denke, es ist mal wieder Zeit, dass wir so ein bisschen Fanart wieder hier machen. Deshalb wollte ich diesen Tipp unbedingt mit in dieses Video reinnehmen. Also schnapp dir deinen Stift und fang direkt an zu zeichnen. In meinem Fall habe ich mich jetzt hier für den Joker entschieden, aber ihr könnt natürlich auch jeden anderen Charakter nehmen, den ihr toll findet. Mein zweiter Tipp, den ich mir für euch rausgesucht habe, lautet: ein Kunstmedium benutzen, das du schon lange nicht mehr benutzt hast, aber du trotzdem Spaß daran hast. In meinem Fall war das zum Beispiel jetzt Öl. Ich habe jetzt in der Vergangenheit noch nicht so viel mit Öl gearbeitet, deswegen hatte ich das mal wieder Bock auszuprobieren. Und so habe ich halt mein Bild dann angefertigt. Meinen dritten Tipp, den ich hier rausgesucht habe für dieses Video, lautet Zentangle. Und für alle Leute, die davon noch nie gehört haben, das ist eine freie Zeichenart, in der man immer wieder Formen benutzt, die ein wiederkehrendes Muster erzeugen. Was halt auch daran so besonders ist, dass wenn man dieses Muster gestaltet, es immer von allen Seiten betrachten kann und es immer wieder gleich aussieht. Besonders gut funktioniert diese Technik auf kariertem Papier. Da kann man sich dann genau einteilen, in welchen Abständen das Muster wiederkehren soll. Und ich finde, es ist ein perfekter Zeitvertreib, mal so zwischendurch, zwischen seinen Projekten oder wenn man einfach nur seinen Kopf entspannen will. So mache ich das zum Beispiel immer. Hier könnt ihr zum Beispiel noch ein paar andere Zentangle-Bilder erkennen, die ich gemacht habe, für euch zur Inspiration quasi. Wenn ihr euch zum Beispiel dieses Muster, was ich hier gerade anfertige, nicht so zutraut, weil ihr nicht so ganz so krass seid mit feinen Zeichnen, dann habe ich für euch noch ein paar andere Muster hier gemacht, die einfach nur mit Farbe aufgebaut sind, indem ihr einfach nur die Kästchen ausfüllt und die dann farbig koloriert. Mein vierter Tipp, den ich rausgesucht habe, lautet: das Foto eines Tieres verniedlichen. Diese Technik ist besonders gut geeignet, wenn ihr zum Beispiel zu Hause ein Haustier habt oder sowas. Dann könnt ihr das natürlich fotografieren und dann in einem etwas verniedlicht darstellen. Ich habe mich dann aber hier in meinem Fall für ein Krokodil entschieden, weil das so ein Motiv ist, was man nicht ganz so häufig sieht und ich da einfach besonders Lust drauf hatte. Mein fünfter Tipp lautet: ein Tier in einen eigenen Charakter verwandeln. In meinem Fall wollte ich jetzt, dass das Krokodil ein bisschen dümmlich aussieht. Deswegen habe ich das hier dargestellt, indem ich so ein bisschen den Mund geöffnet habe und dass der so ein bisschen die Zunge rausstreckt. Was ich auch noch lustig fand, war, dass es vielleicht witzig sein kann, wenn der zum Beispiel jetzt einen Gucci-Gürtel trägt und noch eine Gucci-Handtasche dazu hat. Deswegen habe ich ihm das beides dann hingemalt. Und im nächsten Schritt habe ich ihnen dann natürlich auch noch Schuhe gegeben. Und ich fand, es kann nur eine Art von Schuhen sein, die Krokodile tragen. Und zwar nämlich Crocs. Ich fand, das passte einfach zu gut. Und ja, ich finde das eigentlich witzig. Aber da das Bild mir noch so ein bisschen zu kahl war, habe ich dann noch angefangen, das Ganze mit Aquarellfarben auszuarbeiten. In dem Bild, was ihr hier erkennen könnt, habe ich mit den Schminke-Aquarellfarben gearbeitet. Die benutze ich eigentlich auch für meine Illustrationen am meisten.
Aber ich fand halt auch als ich mit dem Aquarell gearbeitet habe, dass die Farben so ein bisschen vereinzelter waren, also dass das ganze Bild dadurch so ein bisschen zerstückelt aussah. Und ich wollte das Ganze wieder so ein bisschen zusammenfügen und deswegen habe ich mit einem Fineliner dann noch angefangen, alles auszuarbeiten. Am Ende wollte ich dann noch ein bisschen mehr Kontrast in dem Bild haben, deswegen habe ich die Farben dann noch einmal verstärkt. Tipp Nummer 6. 2 Objekte in einer Illustration vereinen. Sieh dich am besten dafür einmal in dem Raum um, in dem du gerade bist. Was stehen da für Objekte und welche sprechen dich davon am meisten an? In meinem Fall war das jetzt einmal diese kleinen Figuren hier, die ich aus dem Ü-Ei habe. Und zwar habe ich mich jetzt einmal hier für diesen kleinen süßen Orca entschieden. Und dann noch einmal für diesen kleinen Wolf hier. Die habe ich immer auf meinem Schreibtisch stehen, weil ich die einfach so niedlich finde. Und zwar hatte ich gedacht, dass es echt nice sein könnte, wenn man die beiden so quasi in einem Kreis des Lebens miteinander vereinigt. Also, dass der eine ohne den anderen nicht leben könnte. Also quasi der Wolf braucht das Wasser, um zu trinken und der Wal braucht das Wasser, um darin zu schwimmen. Und so vereinigt sich halt alles miteinander. Und das war so meine Denkweise bei diesem Bild. Da habe ich auch wieder ein bisschen mit Fineliner dann gearbeitet, um das so auszuarbeiten und dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Pfiff zu geben. Und ja, dann habe ich natürlich auch noch den Kontrast der Farben ein bisschen ausgearbeitet. Mein 7. Tipp, den ich hier geben kann, lautet Kalligrafie. Ich weiß, dass es ein sehr kontroverses Thema ist, weil viele Künstler das auch nicht mögen, damit zu arbeiten. Aber ich finde, es macht mega Spaß. Und wenn ihr keine Inspiration habt, was ihr für eine Schriftart benutzen könnt, dann schaut einfach mal auf Dafont vorbei. Das ist eine kostenlose Seite, wo es nur Kalligrafie gibt, also nur Schriftarten, die ihr kostenlos benutzen könnt. Und ich verspreche euch, man findet immer irgendwas, was man davon als Inspiration für seine Zeichnung nehmen könnte. Zwischen dem Wolf und dem Orca war halt noch so ein bisschen Platz und ich fand das halt einfach nett, wenn ich da nochmal so ein bisschen Kalligrafie mit reinbringe, weil der Platz so ein bisschen leer war und ja, ich fand das einfach nett, nochmal so was da reinzuschreiben. Am Ende habe ich mich dann für diesen Kreis hier entschieden und da habe ich dann halt auch nochmal angefangen, alles mit Aquarell auszuarbeiten. Mein 8. Tipp lautet Anatomie. Ich weiß, Leute, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil das jeder Künstler predigt, aber es ist so wichtig, dass wir an unseren Anatomie-Skills arbeiten. Und ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt und auch ich habe noch viel zu lernen. Und generell, was Hände und Füße angeht, können wir, glaube ich, noch einiges lernen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir unbedingt immer wieder weiter üben sollten. In meinem Fall habe ich mich jetzt hier an Händen versucht, aber ihr könnt natürlich auch andere Körperteile nehmen. Mein 9. Tipp, den ich dir hier geben kann, ist, zeichne mit deiner nicht dominanten Hand. Ich finde, teilweise macht das so einen großen Unterschied, wenn man mit seiner nicht dominanten Hand zeichnet, weil dadurch die Illustrationen viel lockerer werden und auch sehr viel spontaner aussehen. Und vor allen Dingen manchmal, wenn man die Illustration wirklich ins kleinste Detail ausarbeitet, dann sieht die Zeichnung oder das Bild nachher so sehr starr aus. Und das könnt ihr einfach ein bisschen auflockern, indem ihr so ein paar Linien reinsetzt, die nicht perfekt aussehen. Was mir bei diesem Arbeitsprozess besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass man sehr viel bewusster arbeitet
und auch sehr viel mehr darüber nachdenken, was man tut. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil wir nehmen das so als selbstverständlich hin, dass wir Kunst machen oder sowas. Und das bringt einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, finde ich. Wenn ihr lieber so abstrakt arbeitet, habe ich natürlich noch eine andere Version angefertigt. Und zwar diese hier. Da habe ich so quasi so einen Wald aus Blumen gemacht, wo in der Mitte so ein ganz kleines Häuschen steht. Und das kann ich auch nur weiterempfehlen, das auszuprobieren. Tipp Nummer 10. Bild aus Wörtern gestalten. Bei dem Motiv habe ich mich dann für eine Bulldogge entschieden, die so auch so ein bisschen dümmlich aussieht. Und das habe ich dann zusätzlich nochmal mit Kalligrafie verbunden. Und dann habe ich die Schrift halt in diese Bulldogge reingetan. Denkt daran, die unterschiedlichen Schriftarten zu variieren, sodass ihr ein bisschen mehr Variation in dem Bild habt. Und das lockert das ganze Bild nochmal so ein bisschen auf. Ich habe mich dann zusätzlich nochmal dazu entschieden, ein bisschen mehr mit Aquarell darin zu arbeiten und dass halt so ein bisschen Farbe ins Bild reinkommt. Ja Leute, und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und wenn euch das gefallen hat, das Video, dann abonniert mich gerne, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Denn es werden auf jeden Fall noch mehr Videos von mir kommen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt immer schön kreativ und wir sehen uns zu einem anderen Video. Tschüss!